Pössl lädt ein zu den Adventure Days. Das bedeutet, wir sehen die neuen Modelle, die offiziell am Caravan-Salon vorgestellt werden. Unseren ersten Vorgeschmack, den möchte ich euch in diesem Video mitgeben. Wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Ich bin der Markus und bin heute im Osten von München in einem Kieswerk. Denn nicht nur mich, sondern auch ganz viele andere Influencer, Pressevertreter wurden hier eingeladen von Pössl. Und wir dürfen hier zum einen Fahrzeuge fahren und testen. Und auf der anderen Seite sehen wir heute schon die Neuheiten, die auf dem Caravan-Salon vorgestellt werden. Und zusammen mit Holger, einem der Geschäftsführer, picke ich mir hier ein paar Highlights raus. Und zwar nicht nur bei den Allradlern, sondern auch bei den anderen Modellen. Sorry übrigens, by the way, nochmal für den Ton. Ich spreche noch mit ein paar anderen Creatoren, was die so von diesen ganzen Fahrzeugen halten. Und dann will ich natürlich trotzdem auch nochmal ein bisschen Offroad fahren und möchte das 4x4 auch ein bisschen nehmen. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Beim Prime kann ich schon ein bisschen angeben, weil ich weiß, dass das bei der Summit-Gruppe eigentlich die höchste Linie ist, sage ich mal. Und die Neuheiten jetzt bei diesem Fahrzeug sind einmal das Dekor, richtig? Richtig, das Dekor haben wir etwas heller und moderner gestaltet. Wir haben uns hier von der Möbelmesse in Mailand inspirieren lassen. Und die zweite große Geschichte ist, glaube ich, das Thema mit den Fenstern hier, ne? Das ist eine weitere große Geschichte, da können wir mal gucken. Und dazu gucken wir uns erstmal ein herkömmliches Fenster an. Ihr seht es ganz gut. Hier ist so eine Dulle im Fenster. Je nach Blickwinkel sieht man die mal schlechter und mal besser. Ich bin ehrlicherweise auch so unterwegs und wahrscheinlich auch ganz viele von euch da draußen. Und die neuen Fenster von Pössl, die haben ein zusätzliches Verfahren bei der Herstellung. Einen Tamper nennt man das. Ein erneutes Ausbacken sozusagen dieses Kunststofffensters. Und dadurch bleibt es absolut gerade und sieht dann auch wirklich clean aus. Und das hat sich übrigens auch Pössl exklusiv gesichert für die nächsten 2 Jahre. Und die zweite Neuerung sieht man hier in dem Prime anhand der Klappen und die darin eingelassenen LEDs zum Beispiel. Das hat man sich von Geschwistermodellen abgeschaut. Beim Shine 600 habe ich mir noch das neue elektrische Aufstelldach angesehen. Allein die Riegelung ist schon super simpel. So, und jetzt machen wir das auf. Gehen einfach hier den Schlüssel drehen, draufdrücken, zack. Schaut mal, wie schnell das geht. Und es ist nicht nur sehr schnell, sondern auch wirklich sehr, sehr leise, was nachts am Stellplatz durchaus von Vorteil sein kann. Was ich übrigens noch vergessen habe, beim Aufstellen ist es wirklich wichtig, du musst den Knopf drücken und gleichzeitig auch den Schlüssel gedreht haben. Und schon ist es nach 17 Sekunden aufgestellt. Okay, jetzt sind wir beim Summit Shine 640R Evo. Wahnsinnig schwieriger Name. Was muss ich dazu wissen? Gut, die Summit Shine Serie ist ja unser mittleres Segment im Summit-Bereich, ausgerichtet auf sportlich aktive Leute, auf Leute, die auch mal ein paar mehr Personen unterwegs sind oder auch mal was Sperriges transportieren müssen. Deswegen haben wir hier unseren bewährten Shine. Der hat ein bisschen Facelift bekommen, das heißt hier alle Klappen, alle Bedienelemente, die sind jetzt alle schwarz. Das ganze Chrom, was mal da drin war, ist nicht mehr da. Wir haben auch hier die beleuchteten Klappen, die wir am Prime schon gesehen haben. Und wir haben hier ein paar Besonderheiten in dem Auto verbaut. Wir haben einmal hier eine Rundküche, das heißt, du kannst hier bequem einsteigen, hast hier mehr Platz zum Kochen, hast darum mehr Platz um die Dinette rum. Wir haben ein großes, üppiges Raumbad da drin und wir haben, Achtung, ein Hubbett hinten im Heck. Das kann man hochfahren bis hier maximal auf den Anschlag. Naja, und das will ich mir natürlich genauer ansehen, deswegen mache ich mir mal den Weg nach hinten frei und ihr seht übrigens auch hier, wie niedrig bzw. tief der Einstieg ins Bett ist, wenn es nach ganz unten gefahren ist. Ich möchte es aber mal nach ganz oben fahren, damit ich mal sehe, wie viel Stauraum man damit generieren kann. Deswegen werde ich die äußeren Matratzen einfach nach innen einlegen, denn an diese Stelle fährt das Bett dann direkt an die Unterkante der Hängeschränke. Die Bedienung ist super einfach nur den Schlüssel umdrehen und aufs Knöpfchen drücken und schon fährt das ganze Bett nach oben. Ich beschleunige das Ganze mal und jetzt seht ihr, wie viel Platz man hier unten generiert für Gepäck, für Fahrräder, für Gleitschirmmotoren zum Beispiel, was auch immer ihr alles mitnehmen wollt. Und vielleicht eine Kleinigkeit, aber ich feiere das total. Du kannst das Ganze natürlich auch bequem im Heck bedienen. Das bedeutet Schlüssel umdrehen, Knöpfchen drücken und schon fährt wie in diesem Beispiel jetzt das Bett wieder nach unten. Wenn du also alles entladen hast, kannst du jetzt direkt alles wieder zur Wohnsituation umbauen. Ich habe eine Frage noch, weil da seid ihr neben diesem, also für mich ist Pössl immer Nerd im Badezimmer und Nerd in Sitzen. Dankeschön. Nein, aber positiv gemeint. Ja. Weil ihr habt gerade hier bei dem Fahrzeug mit den Sitzen ja auch eine Besonderheit. Ja, das ist die Shine-Serie und die hat eine maximale Flexibilität, was die Sitze angeht. Wir haben hier die Variante jetzt einfach mit der standardmäßigen Doppelsitzbank, wie man es aus vielen Fahrzeugen kennt. Du kriegst es auch mit dem Einzelsitz. Da ist noch nichts Neues, aber hier kriegst du auch eine Variante 1+1. Das hast du einen Einzelsitz
und du kannst den ausfahren, dann kannst du Polster drauf klappen und dann hast du 2 Sitze. Das heißt, wenn du jetzt hier zum Beispiel guckst, du hast diese große Rundküche, du hast da hinten einen Einzelsitz drin, dann hast du hier mit dem Einzelsitz ein riesen Raumgefühl. Und wenn du die 1+1 Variante machst, dann hast du auch ein riesen Raumgefühl. Aber wenn du noch einen mitnehmen willst, dann ist in 3 Minuten der Sitz umgebaut und dann hast du da wieder 2 Plätze. Und dann setzt man noch einen drauf, das heißt, du kannst auch den mit deiner 2+1 bestellen. Das heißt, du hast die Doppelsitzbank und du kannst noch eine dritte Person auch wieder den Sitz rausfahren und in ein paar Minuten hast du einen dritten Sitz da hinten drin. Richtig stark. Also gerade für Familien richtig klasse. Ne? Für Familien oder wer mal irgendjemand mitnehmen möchte oder wenn man mal ein Enkelchen dabei haben möchte und einfach noch einen Sitz braucht, super. Und das ist dann alles zugelassen und so weiter vom Gewicht her und ich kann damit auf Tour gehen. Also es kommt halt darauf an, was du sonst noch am Fahrzeug hast. Wenn du dann natürlich auch 5 Sitzplätze hast und du hast einen 640er mit Aufstelldach, dann wird es natürlich eng mit der Gewichtsklasse. Muss man sich im Individualfall anschauen, was an Ausstattung im Fahrzeug verbaut ist und wo man dann da rauskommt. Jetzt haben wir hier doch noch was gefunden. Jetzt haben wir ja doch noch was gefunden, was auch neu ist in der Scheinserie. Wir haben die vollwertige Außendusche hier. Das heißt, hier kannst du aufmachen, guck her, dann hast du hier den Anschluss für deinen Duschschlauch, hier kannst du ein- und ausschalten und da kannst du natürlich auch die Wassertemperatur regeln. Das ist das erste Mal jetzt, dass wir es im Schein haben. In einer anderen Neuheit, die wir uns jetzt gleich angucken, haben wir es auch noch und wir prüfen gerade Stück für Stück, in welchen Fahrzeugen wir es noch integrieren können im nächsten Jahr. Ja, und dann kommen wir zum absoluten Modell-Highlight für das Jahr 2027 und das ist der Pössl Roadster RXL Evo. Das ist ein Sprinter mit 7 Meter Länge und die sieht man innen auch. Längsbetten, aber jetzt mal alles der Reihe nach. Wir fangen mal an mit den ganzen Stauflächen. Wir haben wirklich wahnsinnig viele Schränke hier im Fahrzeug verbaut. Das fängt über der Dinette an. Bei der Dinette sieht man übrigens, dass die hier jetzt nur mit einem Sitz versehen ist. Die kann man, wie wir auch schon gelernt haben, auch mit 2 Sitzen hinten versehen. Wir haben eine Küche, wo wir auf der einen Seite einen 2-Flammenherd haben, ein Waschbecken natürlich und dann auch wieder irre viel Stauraum in den entsprechenden Schubläden und Kästen darunter. Aber auch über dem Bett zum Beispiel befinden sich sehr viele Schränke, die dir Platz für deine Klamotten bieten. Klamotten ist noch ein guter Stichpunkt, denn es gibt auch einen ganz besonderen Kleiderschrank. Der ist nicht nur riesengroß, sondern er ist auch mit der standardmäßig verbauten Dieselheizung beheizt. Unten geht die warme Luft rein und oben an der Seite geht die warme Luft wieder heraus. Ideal zum Trocknen einer vielleicht leicht feucht gewordenen Jacke. Und vor lauter Stauraum habe ich einen ganz wichtigen Stauraum noch vergessen, und zwar den zum Kühlen. Da ist ein riesiger Kühlschrank mit Gefrierfach dabei. Was beim Möbelbau auch nochmal auffällt, nicht nur, dass er, finde ich, sehr schön aussieht, sondern es ist auch alles mit Aluminium verstärkt. Also das Schwarze, was ihr hier seht, ist Aluminium und dadurch sind die Schränke wirklich mega fest in dem Fahrzeug verankert. Und jetzt gucken wir nochmal auf das Längsbett. Das lässt sich auch in der Höhe verstellen. Ich fahre es jetzt gerade mal runter. Da seht ihr auch wieder, wie tief der Einstiegspunkt in das Bett sein kann. Und auf der anderen Seite interessiert mich jetzt natürlich, wie viel Staufläche kann ich generieren, wenn ich das Bett mit einem Knopfdruck einfach wieder nur nach oben fahre. Und wenn das Bett dann ganz hochgefahren ist, kann man es am besten von hinten sehen, wie viel Platz man damit generiert. 2 Sachen möchte ich nochmal hervorheben. Einmal die Gitter, die sind dafür da, dass man hier nachträglich auch nochmal eine Klimaanlage verbauen kann. Und diese schwarzen Nupsis hier an der Seite, die dienen dafür, dass man ein zusätzliches Bett hier einhängen kann, sodass man, wenn man es möchte, zu 4 in diesem Fahrzeug schlafen kann. Und wie wir es auch schon bei den anderen Modellreihen gesehen haben, kann man das Bett natürlich per Knopfdruck ganz einfach auch aus dem Heckbereich nach unten fahren. Und hier ist mir auch nochmal eins aufgefallen bei dieser Baureihe. Hier sind LED-Leuchtstreifen im Bett integriert und ich finde, das sieht richtig, richtig nice aus. Aber schreibt immer in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ja, und dann gucken wir auch nochmal ins Badezimmer, denn das hat es natürlich auch wieder in sich. Pössl-typisch alles zum Schwenken. Zum Beispiel das Waschbecken. Somit kann man ideal und ganz einfach die Zähne putzen oder auch mal die Haare waschen. Und das ist nicht das Einzige, was man klappen kann, sondern natürlich auch die gesamte Wand, sodass du aus dem normalen Toilettenbereich eine riesige Dusche generieren kannst. Das ist schon volle Hütte hier, hä? Das ist volle Hütte. Also wir liefern die Chassis komplett oder sehr gut ausgestattet aus. Das heißt, du hast LED-Scheinwerfer, du hast den Fernlichtassistenten, du hast die 9-Gang-Automatik, du hast den Distronic mit drin, du hast das Multifunktionslenkrad, Multifunktionslederlenkrad mit drin, alle möglichen Assistenzsysteme. Guckt euch das beim Händler gerne mal an, was wir alles schon in der Serienausstattung mit drinnen haben. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu konfigurieren. Ja, vor allem, also das ist ja dann tatsächlich 7 Meter, 4,2 Tonnen und fährt sich wie ein PKW. Also
Das muss man immer aufpassen, weil du du darfst es nicht so fahren wie ein PKW, aber vom Feeling her ist es definitiv Vom Feeling her ist es so wie im PKW. Wir haben ja alle die Fahrzeuge jetzt auch über die Buckelpiste durch das Kieswerk bewegt und das fährt sich wie ein PKW, es fährt sich komfortabel. Wir haben den serienmäßigen Allradantrieb, die Höherlegung. Es ist eigentlich alles drin, was man braucht, um auch mal Offside oder Offroad der Piste zu fahren, neben dem Mainstream, da wo wir eigentlich die Fahrzeuge auch gern platzieren. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen schockverliebt, aber das darf man natürlich nie sagen. Es gibt auch ganz viel zu kritisieren. Ich muss mir den anderen mal allein anschauen, weil es ist geil. Der Startpreis für dieses Fahrzeug liegt übrigens bei 105.000 Euro. Allerdings konnte ich das Fahrzeug noch nicht komplett durchkonfigurieren, weil zum Zeitpunkt, als ich das Video geschnitten habe, der Konfigurator noch nicht funktioniert hat. Ich glaube aber durchaus, dass es eine Kampfansage auf dem Markt sein wird. Das könnt ihr euch aber dann alles in Düsseldorf nochmal genauer ansehen. Vielen, vielen Dank, dass du mich hier so rumgeführt hast, mich hier so an die Hand genommen hast oder uns alle. Ich glaube, für mich persönlich ist es so, dass ich jetzt den Kontakt zu euch habe und ich freue mich total, wenn ich mal so ein Fahrzeug mitbekomme, das testen kann. Und ihr schreibt auch gerne mal unten in die Kommentare, welches Fahrzeug euch am meisten interessieren würde, mit dem wir mal auf den Test gehen würden. Wenn ich dich fragen würde, welches Fahrzeug würdest du dir schnappen? Welches Fahrzeug würde ich mir schnappen? Ich würde mir den Roadster XT schnappen, weil er einfach super viel Platz hat, weil er innen super gut ausgestattet ist und vor allem er ist mega stabil. Der ganze Möbelbau ist mit Aluprofilen gebaut, das heißt, da wackelt nichts, da klappert nichts. Wenn du in dem Auto an der Küche wackelst, dann wackelt das ganze Fahrzeug, so stabil ist es. Und mit dem kannst du wirklich auch hier, ihr habt es ja die letzten 2 Tage jetzt gesehen, du kannst hier mit diesem Fahrzeug alles anstellen, ohne dass dir da irgendwas innen drin um die Ohren fliegt. Mega. Vielen, vielen Dank, euch Hat weiterhin Spaß viel Erfolg gemacht. und wir sehen uns Und am Caravansalon. Du bist jetzt dann nachher, da hinten ist der Waschplatz, dann würde ich bitten, dein Fahrzeug, was du jetzt hier gefahren hast, einmal zu reinigen, so dass ich da das zurückgeben kann an die Werkstatt. Ich kümmere mich drum. Dankeschön. Ich bin hier eigentlich nur der Praktikant. Jetzt ist es raus. Ja, und dann haben wir uns aufgemacht in die Teststrecke im Kieswerk und haben die Kisten mal auf Herz und Nieren geprüft. Sicherlich der 7 Meter Sprinter ein absolutes Highlight. Ich habe ihn jetzt gerade noch mal im Detail gefilmt, kommt also noch ein Video dazu, gestern nur rudimentär. Ich finde ihn geil gemacht, cooler Möbelbau, sehr viel dabei gedacht, sehr viel Platz überall. Also es ist ein Prototyp noch, aber sie sind auf einem guten Weg damit. Somit die interessanteste Neuheit ist natürlich schon der Roadster XL Evo. Also ganz viele wissen ja, glaube ich, nicht mal deinen Vornamen, weil du immer nur den Kanalnamen präsentierst, aber du hast einen wahnsinnig schönen Vornamen. Markus. Oh, also besser geht's ja gar Mögliche nicht. Name, den man auf diesem Kanal haben kann. Ja, richtig. Ich habe Gänsehaut. Ja, nein, Tatsächlich. es freut mich wirklich voll, dass wir uns gestern auch mal ein bisschen ausführlicher austauschen konnten. Das war richtig, richtig schön. Du machst YouTube seit 2012. 2012. Oktober 2012 das erste Video. Damit denke ich einer der ältesten Kanäle in dem Wohnmobilbereich. Also Togo Reisemobile, wer das noch nicht gesehen hat, könnte eine Empfehlung sein. Highlights würde ich für mich, also ganz klar für uns ist der Roadster XL Evo das Highlight. Wir haben im letzten Jahr mit dem Roadster XT ein Auto, was den Allradmarkt von hinten aufgerollt hat, was, obwohl es im Pösse-Segment das teuerste und exklusivste ist, trotzdem bei uns als Händler das Produktstärkste oder das absatzstärkste Stück ist. Wirklich? Ja, das ist Wahnsinn. Jetzt sind wir natürlich als Händler auch sehr in der Mercedes-Allrad-Welt unterwegs. Und ich glaube, dass mit dem Roadster XL Evo, einem 7 Meter Sprinter, das Gleiche in dem 7 Meter Markt passiert. Der ist sicherlich als Produkt ein bisschen seltener, weil er einfach ein 7 Meter Sprinter nicht jedermanns Lösung ist, aber ist preis-leistungsmäßig, optisch, ausstattungstechnisch, das ist für mich das absolute Highlight. Und ich war überrascht, dass dieses Serienfahrzeug in
ich möchte sagen, Niedrigpreissegment, weil wenn du einen Sprinter 4x4 mit 190 PS auf 6 Meter Basis, dann, wenn du mal schaust, dann bist du ganz schnell irgendwie bei 150.000, 160.000 Euro. Das ist irgendwie mittlerweile gängige Praxis. Du bleibst bei diesen Fahrzeugen bummelig bei 100.000 Euro plus minus. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr spektakulär. Und da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht doch eher qualitativ minderwertig, aber meistens hat es diesen Eindruck nicht erfüllt. Ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung von 4x4. Ne? Also ich bin ja wirklich nur Ducato-Fahrer und Straßenfahrer, nie im Gelände irgendwas. Und ich muss sagen, ich bin an die Sache rangegangen und habe gedacht so, ja, interessiert mich eigentlich auch nicht, aber fährst mal. Und trotzdem danach muss ich sagen, ich bin hier. Ne? Ich bin mit so einem Grinsen aus der Karre ausgestiegen. Und ich glaube, es ging jedem so. Ich glaube auch, wenn du dich umgeguckt hast, kam jeder so aus den Fahrzeugen raus. Und das Krasse fand ich, einfach was die Fahrzeuge aushalten. Also ich habe den versucht, an seine Leistungsgrenzen zu bringen. Es ging nicht. Highlight steht hier. Die mega coolen Fahrzeuge, die Möglichkeit, das Ganze zu testen und hat einfach mega Spaß gemacht. Du hast immer noch so ein Lächeln. Ihr seid viel rumgefahren anscheinend, ha? Ja, es ist halt anders, die nicht nur in der Halle zu sehen, sondern hier in der Natur, die zu testen. Fahrten auf jeden Fall. Okay. Mega gut. Gab es auch was euch nicht gefallen hat an den Fahrzeugen oder so? Nee, aber war vielleicht ein bisschen zu kurz. Ja. Der Mattis ist für mich, also das Gesicht von Pössl einfach. Darf man das so sagen? Ja, gern. Definitiv. Einmal kam eine Frau auf eine Messe und hat gesagt, Herr Pössl. Und dann hat sie gesagt, Entschuldigung. Wie geil. Also fangen wir mit einem Highlight an. Mein Highlight waren ganz sicher die Gesichter, die Leute. Ich bin so gern hier gestanden, wenn sie zurückkommen von der Tour durchs Kieswerk, wenn die ausgestiegen sind, die haben gestrahlt. Da habe ich mitgestrahlt. Das war zu sehen, das Glück in die Augen von den Leuten, wenn sie aus unserer Adventure-Mobile ausgestiegen sind. Ich habe noch einen Wunsch, wenn ich den äußern dürfte. Ich würde gerne dich schnappen wollen mit 2 Autos und die mal auf Herz und Nieren durchtesten. Ich würde gerne eine Roomtour machen und würde es aber auch im Camp mal leben. Und wenn ich die Chance hätte, mit dir als Camper und als Experte, würde ich dich gerne mitnehmen, dass ich dich immer wieder dazuziehen kann, wenn ich irgendwie was wissen will. Hast du da mal Bock drauf? Da habe ich sehr Bock drauf. Ich bin ja selber viel drauf? unterwegs. Geil. Markus, machen wir. Das würde mich sehr freuen. Super. Und ihr schreibt unten in die Kommentare, mit welchen Fahrzeugen wir uns denn losmachen sollen. Was wollt ihr sehen? Und dann gucken wir uns das an und dann schauen wir uns, dass wir die Fahrzeuge schnappen und dann machen wir da ein ordentliches Video draus. Würde mich freuen. Freue ich mich drauf. Perfekt. Boah, macht das Bock. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt sehe ich schon aus wie eine Sau und ich saß nur drinnen. Ich möchte euch gar nicht zeigen, wie die anderen Autos alle aussehen. Aber eins kann ich euch sagen, es macht richtig viel Spaß. Also ganz klar, ihr habt es auch gehört, das Highlight für die meisten war wirklich der Allrad-Sprinter. Ich habe mir aber zusammen mit dem Camper-Tobi auch mal einen Peugeot, also ein Fahrzeug aus der Stellantis-Gruppe geschnappt, das dann eben nur mit Frontantrieb und wir wollten mal gucken, ob uns das genauso Spaß macht auf dieser Strecke. Da fällt doch die Tür mal leicht auf. Für die ganzen Detailvideos springt ihr dann zum Beispiel zum Tobi rüber. Das verlinken wir natürlich alles, weil ich gehe jetzt nur mal so ganz oberflächlich hier rauf und guck mal, was ich so finde. Und für mich war es jetzt einfach nur mal spannend, braucht es wirklich ein 4x4? Weil die Branche, merkst du schon, auf den Messen, es wird alles offroadiger. Jeder Hersteller braucht Offroad-Fahrzeuge. Also es verkauft sich offenbar sehr gut. Ich glaube, brauchen tut man es nicht. Ich habe jetzt hier mit dem genauso richtig viel Spaß. Also ja. Und ich mag das, dass du hast jetzt schon mal Content gemacht, wo wir auf einer Ausfahrt waren von einem anderen Hersteller, wo du sagst, Campen funktioniert auch mit der Basis. Also du musst nicht das größte, teuerste haben. Eigentlich geht es beim Campen um andere Dinge und da reicht auch der Kastenwagen mit Zweiradantrieb in der Basisausstattung. Genau, weil am Ende, bei der Ausfahrt saßen wir dann alle an demselben wunderbaren Platz und haben einfach
den Abend genossen. Und dein Auto hat die Hälfte gekostet oder ein Drittel im Vergleich zu dem von Frank. So. Ja, genau, richtig. Ja. Naja, und hier ist es ja ähnlich. Also ich meine, wenn du schaust, der hier fängt bei 60 auf sich. 60.999 in der Basis, wo man sagen muss, die haben hier, das ist ein Technologieträger, die haben hier alles reingeballert, der was geht. ist hier abartig, genau. Ja. Der ist wirklich abartig. Und der 4x4, der fängt halt erst bei, also der einfachste fängt bei 80 an, ne? Was aber dafür schon der Sprinter an 89. Ja. 89, ja, schau mal. Ja. Also dann habe ich und das ist schon ein guter Preis für einen 4x4 Sprinter. Gut, also habe ich hier schon mal 30 Flocken mehr. Ja. Also ich bin so zwiegespalten. Also am Ende, ich weiß, ich polarisiere damit total. Und ich finde Offroad geil, versteht mich nicht falsch. Das sieht mega gut aus. Er findet er wirklich geil. Finde ich wirklich geil. Aber in meinem Alltag macht es halt null Sinn, weil ich fahre halt einfach nur Autobahnen und normale Straßen. Und ich fahre sowas halt nicht so oft. Wenn ich in den Bergen bin, dann gucke ich halt vor, schaffe ich es oder nicht. Ja. Und wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich traurig, aber fahre halt weiter. Und dann hat schon auch oft einen Grund, warum ich das dann nicht als Stuff-Bubble-Lieferfahrzeug brauchst du kein Allrad. Also in aller Kürze, Allrad macht unfassbar viel Freude. Braucht man es? Naja, das ist die Frage. Ich brauche es wahrscheinlich zu 99% nicht und komme mit meinem Stellantis-Fahrzeug prima zurecht. Es gibt 2 Ausnahmen, wenn du an einem steilen Berg anfahren musst oder wenn du eine Hofeinfahrt wie ich im Winter rückwärts hochfahren musst. Also da hinter mir seht ihr jetzt die ganzen Babys. Ich bin jetzt erstmal durch. Ich habe ganz viele Eindrücke gesammelt. Was mir auf alle Fälle klar ist, hier hat es schon Experten im Thema Kastenwagen. Und deswegen will ich da unbedingt mal welche testen und da freue ich mich riesig drauf. Schreibt ihr, wie gesagt, unten mal in die Kommentare, welcher Purcell würde euch ganz besonders interessieren. Dann schnappe ich mir den einfach mal ein paar Tage und teste den auf Herz und Nieren. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Ihr wisst Bescheid. Lasst ein Like da, boostet, hype, macht alles, was euch nichts kostet, aber mir was bringt. Da freue ich mich riesig drüber. Ich sage vielen Dank für die Einladung hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hat mich wahnsinnig gefreut, vor allem, dass ich alle anderen Creatoren und Pressevertreter und so alle hier wieder mal getroffen habe. Wir sehen uns hoffentlich alle ganz bald und dann auch dich auf dem Caravan-Salon. Da freue ich mich riesig drauf. In diesem Sinne, egal mit welchem Fahrzeug auch immer ihr unterwegs seid, ich wünsche euch ganz, ganz tolle Touren und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus. Ciao.